kein Gildenbuff. Was gab's da nochmal? Irgendwie. Also beim letzten FEC gab es so ein richtig wildes Event. Da hat man irgendwie F-Coin, wenn Leute in der Gilde F-Coin aufgeladen haben. Ich weiß nicht mehr, was man da bekommen hat, aber auf jeden Fall ging es darum, dass Leute in der Gilde F-Coin aufladen müssen. Und das Lustige daran war halt, dass du in der Gilde dann genau gesehen hast, wer wie viel F-Coin auflädt. Also du bist dann über das Gildenmitglied gehovert, hier bei Mitglieder, und da stand dann F-Coin purchased, und da stand da genau, wie viel du gecashed hast. Das war pretty funny. Also bei uns in der Gilde hat eh keiner gecashed, weil wir hatten nur so eine Larifari Just-for-Fun-Gilde. Aber ich könnte mir vorstellen, in manchen Gilden, dass es da dann zu einigen Erklärungsnöten kam. So, hey, wieso steht da bei dir 55.000? Hast du nicht gesagt, du hast nur einen Zehner gecashed? Ey, hast du nicht gesagt, du bist Free-to-Play? Das war schon lustig. Wie benutzt man eigentlich Ticket für diese Battle Pass-Geschichte? Na, entweder du gewinnst im Secret Room ein Tower-Ticket oder kaufst es von anderen Spielern. Oder du farmst 500 PK-Chips auf Channel 4 und holst dir ein Kebaras-Ticket und aktivierst das. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Alter, der Typ heißt einfach Assclapper. Und damit meine ich, in spätestens einer Woche heißt er Generic User 117. Bald wird er Generic User 117 heißen. Seine Tage sind gezählt, es ist nur eine Frage der Zeit. Bis er in Generic User 117 umbenannt wird. Und ich weiß nicht warum, die Flive Legacy Community besteht halt legit aus 100 Leuten oder so gefühlt. Oder, naja, vielleicht ein bisschen mehr, aber wirklich nicht aus vielen Leuten, die ist nicht riesig. Und die kennen sich auch alle, mit dem Vornamen, das ist geistesgestört, also die sind richtig tief drinnen. Und die sind halt so heftig am Schwitzen, also das Game ist halt einfach so irrelevant. Ich meine, das ist einfach so ein klassisches Game, wenn du es nicht weißt, dass es existiert, dann weißt du nicht, dass es existiert. Und trotzdem, wenn du quasi neu anfängst und halt nicht zu denen gehörst und halt nicht nach ihren Regeln spielen willst, gibt ja auch wirklich so festgeschriebene Normen und Regeln so, oder was man halt macht und was man nicht macht und wie du dich anzumelden hast bei irgendwelchen Events und lauter so ein Scheiße, die sind richtig abgedriftet. Sobald jemand nicht das macht, was sie tun, was sie wollen, sind sie sofort gegen dich. Wie gesagt, auf einem PK-Server wirst du dann einfach die ganze Zeit perma gekillt und kannst das Spiel quasi nicht mehr spielen. Und haben halt so heftig den Kopf im eigenen Arsch stecken, dass sie damit halt allen anderen Leuten das Game kaputt machen und halt aktiv dafür sorgen, dass das Game halt noch beschissener ist, als es halt so vielleicht oder wahrscheinlich schon wäre. Und ja, keine Ahnung, was mit denen nicht stimmt. Also die Community von Flive Legacy war legit das Schlimmste an dem Spiel. Das Spiel an sich ist actually gar nicht so bad. Also ich meine, es könnte auf jeden Fall besser sein. Aber so ultra schlecht fand ich es jetzt eigentlich nicht. Aber die Community hat es kaputt gemacht. Also, wenn ich jetzt nicht auf einem PK-Server gewesen wäre, kannst du einfach alle blockieren und sie ignorieren im Endeffekt. Aber auf einem PK-Server halt nicht. Auf einem PK-Server kannst du sie nicht ignorieren, weil die töten dich einfach die ganze Zeit. Das ist dann schwierig, du kannst dann legit nicht spielen. Also auf meinem Server war auch eine ganze Gilde gegen mich. Ich habe denen halt legit nie was getan. Ich habe vielleicht 1-2 Mal gegen ihre Pseudo-Regeln verstoßen, an die man sich halt zu halten hat. Und von da an war ich unten durch und jedes Mal, wenn sie mich gesehen haben, haben sie mich getötet. Also ich habe es einfach ignoriert. Aber legit so ein Typ, der hat es richtig auf mich abgesehen gehabt. Jedes Mal, wenn der mich gesehen hat. Selbst 2 Jahre, nachdem ich das Spiel angefangen hatte. Der ist online gekommen, hat mich gesucht und mich getötet. Jedes Mal. Das war seine einzige Lebensaufgabe. Online zu gehen und mich zu finden und zu töten. Komplette Psychopathen, ey. Also das sind halt wirklich so Leute, die ich mir vorstelle, die den ganzen Tag in Unterhose und Unterhemd rumlaufen, arbeitslos sind, Plastikflaschen Bier saufen und einfach wirklich nichts in ihrem Leben haben, außer dieses Spiel. Ja, das ist wirklich geistesgestört, wie man so besessen sein kann. Wegen fucking Flive Legacy Mobile Game. Also das ist nicht mal das richtige Flive. Das ist einfach nur fucking
Flive Legacy. Crazy. Wo kommt der Unterhosen-Hate her? Ich habe gesagt Unterhose und Unterhemd. Sir. Plastikflaschenbier ist goated. Warum redest du so über mich? Erstmal den halben Chat gefrontet. Also passt auf, das hier ist die Taktik. Ihr geht in die Nähe vom World Boss, aber bleibt außer Sicht. Muss mir einen guten Laufweg zurecht machen, dass ich nicht an einem Baum hängen bleibe. Man sieht es ja auf der Minimap. Auf der Minimap, ihr dürft die Spieler nicht sehen. Guckt mal auf meine Minimap. Also ich bin quasi direkt in der Nähe, aber ich bin nicht da. Also auf der Minimap sieht man es ganz gut. Ich halte mich genau außerhalb davon auf. Von diesem riesigen Bulk an Spielern. Und jetzt warte ich bis 1 Minute 30 ungefähr. Also das ist halt, wenn ihr safe einen Token und safe kein Disconnect haben wollt, ist das die Taktik. Man lieber die Box 3 kriegen als keine Box. Okay, nice, schon mal ein Portbug. Okay, it's over. What the fuck? Gerade noch mal rausgeschafft. Oder ich mache bei 1 Minute vielleicht. Warten wir jetzt mal bis 1 Minute. Und jetzt laufen wir los. Jetzt müssten eigentlich schon eine Menge Leute rausgeflogen sein. Also jetzt müsste eigentlich schon die erste DC-Welle gekommen sein. Wir sehen auf jeden Fall den Boss. Er ist bei Half HP. Und jetzt kämpfen wir. Und hoffen mal, dass wir jetzt den Disconnect quasi gedodged haben. Also die Strat ist quasi den Disconnect dodgen. Den ich immer habe. Ich habe immer Disconnect jetzt gehabt, seit 5 Tagen oder so. Fühlt sich an wie ein Disconnect. Aus irgendeinem Grund wird mir immer noch 8 Schaden angezeigt. Also ich weiß nicht, ob ich auch mehr gemacht habe. Oh, er ist tatsächlich tot, ja. Also ihr seht, es hat funktioniert. Ich hatte keinen Disconnect. Ich habe jetzt halt trotzdem nur die Dreierbox bekommen, weil ich zu wenig Schaden gemacht habe. Also es hat funktioniert, theoretisch. Und das ist halt die Taktik. Und die Taktik ist von Hupe. Die Taktik ist von Hoop Nation. Lohnt sich wahrscheinlich schon. Weil ich weiß nicht, was die... Boah, das war aber knapp. 1% noch. 1% über. Und... Bam. Let's go. Rolf. Der unsichtbare Rolf. Danke für die Cheer Nation. Plus 3 müsste beim NPC locker 350k wert sein. Geteilt durch 2 ist immer noch mehr als 100 auf jeden Fall. Save. Der ist clean schon 300 wert. Schau euch diesen Resell an. Oh! Wow! 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 140k plus, Baby. Und geresellt. Einen Shop angeguckt. 140k Profit, Baby. Einfach weggeresellt, die Sau. 140k auf seinen Nacken. Und der Junge weiß gar nicht, was ihm gerade passiert ist. Er wurde einfach an die Wand geresellt. Und er weiß es gar nicht. Amateur. Einfach weggeresellt. Kannst du bitte eine WhatsApp-Gruppe machen und einzeigen, wie man Lambo bekommt? Ja, aber die Gruppe gibt's doch schon längst. Die Frage ist eher, warum bist du noch kein Mitglied dort? Easy money. Verlobten versteckt. Wie er sich immer nachts nochmal an den PC schleicht und sich eine fette Tüte Fleisch spritzt. Er kann einfach nicht anders. Kurz abschalten bei mir, dann geht's weiter. Als ob du noch arbeitest, es ist 22 Uhr. An einem Sonntag.
meisten Gilden-Events, die du miteinander machen kannst, also sowas wie Guild War, PvP und solche Geschichten, da können sowieso nur so 10 bis 20 Leute mit, in der Regel. Also wenn du 500 Mitglieder hast, wäre es eher so, dass dann einfach 480 nicht mitgehen können. Und die anderen 20 Leute haben Spaß und die anderen 400 gucken in die Röhre, weil du nicht mit so vielen Leuten das machen kannst. Was aber extrem cool sein könnte, wäre Gildenkrieg mit 2 Gilden mit so ein paar hundert Mitgliedern. Das wären so ähnlich wie Kaigas Assault, nur halt Kaigas Assault Extreme Mode. Du machst einfach Garden of Rises oder so. Das ist eine relativ kleine Map, die kleinste Map in Flyfeich. Machst Garden of Rises. Und 200 gegen 200 Gildenkrieg. Street GW. Alles für die Straße. Wir leben für die Straße. Aber ja, irgendwie so. I don't know. Das wären so die einzigen Vorteile, die du irgendwie hättest. Dass du so einen Scheiß dann damit machen kannst. Ansonsten bringt das eigentlich echt nicht so viel. Aber ja. Die sind die Begeisterten. Und Level Up. 83. Let's go. Oh. Ich kann wieder ein paar Skillpunkte verteilen. Alter, ich habe 20 Skillpunkte. Alter Schwede. Uff. Bin als Chili groß geworden, habe mich mit 4 Jahren verwandelt. War ultra scharf. Boah. Wenn du mit dem Satz keine rumkriegst, dann kann dir keiner mehr helfen. Das ist der Anmachspruch 2024.